Reisetag in die Alp Maritim. Ich bin der Willi und erzähle dir, wie es mir auf meiner Reise gegangen ist, nachdem ich am Vortag via Grossen St. Bernhard, Kleinen St. Bernhard und Col d'Iseran im Val Cenis gelandet bin und dort übernachtet habe, bin ich dann am Morgen den Col de Mont Cenis durchgefahren. Für die schöne, aber doch relativ einfache Aufwärmstrecke der Col de Mont Cenis durchauf war die Morgenstimmung wunderschön gewesen und es hat eigentlich verheißungsvoll angefangen. Auf der Passhöhe hat es dann aber gleich angefangen zu schiffen und zu allem Unglück ist dann auch das Navi der Meinung gewesen, ich sei jetzt am Ziel, obwohl es ja eigentlich noch 300 Kilometer weiter in den Süden gehen würde. Die beiden Unpässlichkeiten vom Navi und vom Wetter, die hätten aber eigentlich nicht dafür gesorgt, dass man das Val und der Col Cenis ein bisschen gemischte Erinnerung bleiben wird. Vielmehr war am Vorabend noch ein übereifriger Polizist der Meinung, ich müsse jetzt unbedingt den Bus haben, weil ich dummerweise, klar ist mein Fehler, dummerweise bin ich ohne Helm dann vor dem Hotel zu der Garage gefahren. Und er hat mich halt verwünscht. Die deutlich über 100 Kilometer und eigentlich recht schöne Strecke vorbei an Sestriere, Briançon und weiteren schönen Stellen ist leider jetzt ohne Video, weil es hat geschifft und ich will ja nicht nur einfach ein Video zeigen. Weiter geht es dafür beim Col de Var. Der nächste Pass, wo ich darauf gefahren bin, war der Col de Bonnet. Auch ein Pass, der in der Tour de France immer wieder eine Rolle spielt, also wie der Col de Var, aber im Gegensatz zu dem wesentlich schmaler ist und auch recht viel anspruchsvoller zum Befahren. Und ja, das Wetter ist dann wieder ein bisschen schlechter geworden. Aber trotzdem die Strecke wunderbar. Und mit dem Verkehr ist es noch gegangen, es sind nicht so viele Autos unterwegs gewesen. Auf der Passhöhe vom Col de Bonnet habe ich dann noch einen TÜV-Kollegen getroffen, der noch ein bisschen weiter angereist ist. Ebenfalls ein XADV-Fahrer aus Spanien war das.
Und neben den vielen TÜV-Fahrern, die es im Allgemeinen schon gab, hat es natürlich sehr, sehr viele Velofahrer gehabt. Zum Teil dann beim Runterfahren relativ stark an die Grenzen gekommen sind. Nach dem Golden Bonnet bin ich ins Val d'Anet gekommen. Der Fluss fließt dann kurz vor Nizza mit dem Waag zusammen und zusammen fließen sie dann ins Mittelmeer. Weil ich ja nicht mehr ganz nach der vorgeplanten Route unterwegs war, eben wegen der Unpässlichkeit vom Navi, bin ich dann ins Val de Vesubie abgebogen, weil ich gewusst habe, ich müsste ein bisschen östlicher her von Nizza. Und der Name ist mir bekannt vorgekommen. Am nächsten Tag war mir nicht klar, woher. Ist nämlich am Folgetag in der Tour bin ich von hinten ins Val de Vesubie reingefahren.
kleinen Schlenker durchs Val de Vésubie bin ich dann nochmal Richtung Süden und von dort her Richtung Les Carènes und dann den Col de Braux rauf, die Spuren von der Tour de France hinterher. Die ist nur ein paar wenige Stunden, also ja, knapp einen Tag voran, sind wir genau dort durchgefahren. Bin dann auf Sospel runtergekommen und von dort Richtung Camping, Saint-Madeleine bin dann hergekommen. Und auch dort, wo es in Col de Turigny raufgeht, sind am Tag voran die Velofahrer im Renntempo hochgefahren. Das hat mir dann später daheim natürlich schon Wunder genommen, wie dann eigentlich meine geplante Strecke von der Anreise gewesen wäre. Und ich wäre nach dem Col de Bonnet Richtung Roquebillière durch die Berge gegangen und von hinterher über den Col Turigny zum Camping gefahren. Aber die gewählte Strecke war für den Tag sicher auch nicht schlecht gewesen. Und schlussendlich spätestens beim Col de Braux war ja auch noch eine Kurvenserie gewesen. Das Tagesziel und der Ausgangspunkt für die nächsten Tagestouren ist erreicht. Ich wünsche dir eine gute Zeit und vielleicht sieht man sich ja beim nächsten Video wieder. Ciao!